Tina hatte sich entschlossen, ihr Kind in einem saudischen Hospital zu bekommen. Ende September brachte sie ein kleines Mädchen zur Welt. Während Frank und ich ganz aus dem Häuschen waren, wunderten wir uns über das seltsame Verhalten des frisch gebackenen Vaters. Er fuhr nicht sofort ins Krankenhaus, sondern saß erstmal mürrisch auf seiner Veranda herum. Er war enttäuscht, denn er hatte sich nämlich einen Sohn gewünscht. Der ist ja schlimmer als ein Araber, meinte Frank. Als Tina mit dem winzigen Baby ins Camp zurückkam, gab es mir einen Stich ins Herz, als Frank die Kleine sofort auf den Arm nahm und dabei strahlte, als wäre es sein Baby. Tina erzählte, dass sie mit vielen Araberinnen in einem Saal eingeschlossen war während der Wehen und dass die Frauen komplett verschleiert waren und unten herum aber ganz nackt und dass die Frauen fürchterlich geschrien hätten. Tina war sichtlich mitgenommen, es ging ihr seelisch nicht gut. Sie weinte in den kommenden Tagen oft und ihr Mann stand ihr kein bisschen zur Seite. Aber das Baby hatte unseren Kinderwunsch noch einmal bestärkt und so planten wir, noch einmal in ein Krankenhaus zu gehen und uns beide komplett von Kopf bis Fuß untersuchen zu lassen. Und das machten wir auch. Ein paar Tage später betrat ich mit einem mulmigen Gefühl eins der Krankenhäuser in der Stadt. Auf den gefliesten Böden gab es Abflussrinnen für Blut und Urin, wie in einem Kuhstall. Es war so schmutzig dort. Die Wartezimmer waren für Frauen und Männer getrennt. Waiting Room only for women stand auf der Tür. Obwohl die Männer in einen anderen Raum mussten, lungerten sie vor der Tür herum, während die Saudi-Frauen tief verschleiert stumm auf ihren Stühlen warteten. Keine Minute ließen diese Männer ihre Frauen aus den Augen. Der Arzt, zu dem wir kurz darauf hereingebeten wurden, war Libanese, der hatte in England studiert. Die Arbeit als Gynäkologe ist in Saudi-Arabien äußerst problematisch, erklärte er, nachdem eine philippinische Krankenschwester mich auf einer Liege in ein unsauberes Laken voller komischer Flecken eingewickelt hatte. Nur mein Gesicht schaute darunter hervor. Es ist schwierig, den Saudis klarzumachen, dass sie bei der Untersuchung ihrer Frauen nicht dabei sein dürfen, denn es ist unmöglich, sie unter den Augen der Männer abzutasten, sagte der Arzt. Die Frauen sind übrigens froh über diese Regelung. Aber die Männer beugen sich nur allzu ungern meiner Kompetenz. Und Frank meinte, sie haben mich sehr böse angeschaut, als sie gesehen haben, dass ich mit zu ihnen hineingehen durfte. Und dann begann der Arzt, mich unter dem Tuch zu untersuchen. »Sie können doch gar nicht sehen«, sagte ich zu ihm, »und schieben Sie doch das Laken zur Seite.« Aber der Arzt meinte, das ist streng verboten. Ich würde meine Arbeit sofort verlieren, wenn ich das täte. Da er nichts Auffälliges feststellen konnte, schlug er vor, auch Frank noch einmal gründlich zu untersuchen. Es kann ja auch am Mann liegen, meinte er, wenn eine Frau nicht schwanger wird. Aber das darf ich hier im Land niemals laut aussprechen. Denn die Ehre des Mannes in Saudi-Arabien ist unantastbar. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.